Türkische Mafia-Gruppe die Berliner Unterwelt auf. Nach Informationen unserer Welt Investigativkollegen soll mit dem ehemaligen LKA-Ermittler in Berlin und Clan-Experten Klaus Nachtigall. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Münchner Händler schlagen Alarm. In der Stadt sind aggressive Bettler unterwegs. Die Passanten werden bedrängt. Die Situation unangenehm. Marian Grunden berichtet. Deutschland hat seine eigene Mafia-Geschichte. Männer, die mit Prostitution, Drogen, Erpressung und Gewalt Millionen verdienten und teilweise ganze Viertel kontrollierten. Einige wurden zu Legenden der Unterwelt, andere landeten im Gefängnis. Heute geht es um 10 der berüchtigsten Mafia- und Unterweltbosse Deutschlands. Platz 10: Frank Hanebut. Frank Hanebut war jahrelang eine der bekanntesten Figuren der deutschen Rockerszene. In Hannover war er Präsident des Hells Angels Charters und galt als eine der wichtigsten Personen innerhalb der dortigen Rockerszene. Die Hells Angels waren dabei längst nicht nur eine Gruppe von Motorradfahrern. Die Behörden beschäftigten sich immer wieder mit Teilen der Szene wegen Gewalt, Drogen, Waffen und Einfluss im Rotlichtmilieu. Hanebut wurde deshalb zu einer der bekanntesten Rockerfiguren Deutschlands. Besonders spektakulär wurde sein Fall auf Mallorca. 2013 wurde Hanebut dort bei einer Großrazzia festgenommen. Die spanische Staatsanwaltschaft warf ihm unter anderem vor, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Außerdem ging es um Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz. Die spanischen Behörden forderten ursprünglich sogar 13 Jahre Haft. Hanebut saß rund 2 Jahre in Untersuchungshaft. Doch dann kam die große Wende. 2023 wurde er in Spanien freigesprochen. 2024 wurde dieser Freispruch rechtskräftig. Das bedeutet, die schweren Vorwürfe, die ihn in Spanien zum angeblichen Mafia-Boss gemacht hatten, konnten vor Gericht nicht bewiesen werden. Trotzdem bleibt Hanebut eine der bekanntesten Figuren der deutschen Rockerszene. Und genau das macht seine Geschichte interessant. Man kann in der Öffentlichkeit jahrelang als mächtiger Unterweltboss gelten und trotzdem am Ende vor Gericht freigesprochen werden. Platz 9: Arafat Abu Chaka. Kaum ein Name wurde in Deutschland so stark mit der Berliner Clan-Szene verbunden wie Arafat Abu Chaka. Spätestens durch seine Verbindung zum Rapper Bushido wurde sein Name bundesweit bekannt. Doch hinter dem Medienbild steckt eine viel größere Geschichte. Arafat wurde in Berlin als eine Führungsfigur des Abu Chaka-Clans bezeichnet. Der Name Abu Chaka tauchte über Jahre immer wieder im Zusammenhang mit dem Berliner Rotlichtmilieu und der organisierten Kriminalität auf. Dann kam einer der bekanntesten Prozesse Deutschlands. Mehr als 3 Jahre lang beschäftigte sich das Berliner Landgericht mit Vorwürfen gegen Arafat Abu Chaka und seine Brüder. Die Staatsanwaltschaft hatte schwere Vorwürfe erhoben. Es ging unter anderem um Freiheitsberaubung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere räuberische Erpressung. Doch das Gericht kam 2024 zu einem ganz anderen Ergebnis. Von den schweren Hauptvorwürfen wurde Arafat Abu Chaka freigesprochen. Verurteilt wurde er lediglich wegen unerlaubter Tonbandaufnahmen in 13 Fällen. Dafür bekam er eine Geldstrafe von 81.000 Euro. Das ist wichtig, denn bei diesem Namen sollte man nicht einfach behaupten, die schwersten Vorwürfe seien bewiesen. Das waren sie nicht. Aber seine Bedeutung für die deutsche Unterweltgeschichte bleibt trotzdem enorm. Der Fall zeigt vor allem eines: wie schwierig es für die Justiz sein kann, komplexe Clan- und Unterweltstrukturen vor Gericht tatsächlich nachzuweisen. Platz 8: Mahmoud Al-Sein. Wenn in Deutschland über sogenannte Clans gesprochen wird, fällt ein Name fast immer: Mahmoud Al-Sein. Er wurde in Medien häufig als einer der bekanntesten Clanchefs Deutschlands bezeichnet. In Berlin wurde er über Jahrzehnte zu einer bekannten Figur der Unterwelt.
Seine Geschichte begann bereits in den 1980er Jahren. Al-Zein lebte seit Jahrzehnten in Deutschland und wurde mehrfach wegen Straftaten verurteilt. Unter anderem ging es um Drogendelikte und weitere Straftaten. Besonders interessant wurde sein Fall wegen seines Aufenthaltsstatus. Deutschland versuchte über Jahre, ihn auszuweisen. Doch die Sache war kompliziert. 2021 reiste Al-Zein schließlich in die Türkei aus. Damit war seine Geschichte aber noch lange nicht vorbei. Jahre später beschäftigte sich die deutsche Justiz erneut mit der Frage, ob und wann er nach Deutschland zurückkehren könnte. 2024 kam es zu einem Vergleich, der dazu führte, dass das Einreiseverbot verkürzt wurde. Das Beispiel Al-Zein zeigt, warum solche Figuren für die deutschen Behörden so schwierig waren. Nicht nur wegen möglicher Straftaten, sondern auch wegen Geld, Familienstrukturen, Aufenthaltsrecht und grenzüberschreitenden Verbindungen. Und genau deshalb wurde Al-Zein über Jahrzehnte zu einem der bekanntesten Namen der deutschen Clanszene. Platz 7: Issa Remo. Berlin. Remo. Kaum ein anderer Name steht so stark für die Diskussion über Clankriminalität in Deutschland. Issa Remo gilt als eine zentrale Figur der Großfamilie, die in Berlin und darüber hinaus bekannt wurde. Besonders bekannt wurde der Name Remo durch spektakuläre Kriminalfälle. Einer davon war der Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. 2019 drangen Täter in das Historische Museum ein. Was danach passierte, war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der deutschen Geschichte. Juwelen von enormem Wert wurden gestohlen. Die Ermittlungen führten zu jungen Männern aus dem Umfeld des Remo-Clans. 2023 wurden schließlich 5 Angeklagte zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Gericht sah unter anderem Diebstahl mit Waffen, besonders schwere Brandstiftung und weitere Straftaten als erwiesen an. Ein 6. Angeklagter wurde freigesprochen. Wichtig ist auch hier, nicht jedes Familienmitglied ist automatisch ein Krimineller. Das wäre falsch. Aber einzelne Mitglieder der Großfamilie wurden in schweren Strafverfahren verurteilt. Und genau diese spektakulären Fälle machten den Namen Remo in ganz Deutschland bekannt. Für viele Menschen wurde der grüne Gewölberaub zum Symbol dafür, wie professionell manche kriminellen Gruppen bei spektakulären Coups vorgehen konnten. Platz 6: Haizem Miri. Jetzt wird es noch krasser. Haizem Miri war jahrelang einer der meistgesuchten Männer Deutschlands. Sein Fall zeigt, wie schwierig es sein kann, einen mutmaßlichen Schwerkriminellen überhaupt zu fassen, wenn internationale Grenzen ins Spiel kommen. Miri wurde von deutschen Behörden mit zahlreichen Verfahren in Verbindung gebracht. Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass er 2009 im Zusammenhang mit einem sogenannten Ehrenmord in Schwanewede bei Bremen gehandelt haben soll. Nach diesem Fall verschwand er, und zwar nicht für ein paar Monate, sondern für Jahre. Deutsche Zielfahnder fanden Hinweise darauf, dass er sich in der Türkei aufhielt. Mehrfach scheiterte seine Festnahme. Erst 2022 wurde er in der Türkei festgenommen. Und dann kam der nächste Schock. Die türkischen Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von rund 30 Millionen Euro. Miri soll von der Türkei aus außerdem in ein Netzwerk von Telefonbetrügern eingebunden gewesen sein. Die Masche: Menschen wurden angerufen. Die Täter gaben sich als Polizisten aus. Sie erzählten ihren Opfern, ihr Geld sei angeblich gefährdet. Dann wurden die Menschen dazu gebracht, Bargeld oder andere Vermögenswerte herauszugeben. Der Fall Miri zeigt deshalb nicht nur die Gewaltseite der organisierten Kriminalität. Er zeigt auch, wie moderne Kriminalität funktioniert. Das Geld wird verdient. Dann wird es über Grenzen gebracht. Firmen werden benutzt, Immobilien werden gekauft. Und plötzlich ist es für die Ermittler extrem schwer herauszufinden, wem das Geld eigentlich gehört. Platz 5:
Klaus Barkowski. Jetzt gehen wir zurück nach Hamburg und damit in eine Zeit, in der die Reeperbahn noch eine völlig andere Welt war. Klaus Barkowski. Auf dem Kiez kannte man ihn als den schönen Klaus und sein Markenzeichen? Ein Lamborghini. Barkowski war eine der bekanntesten Figuren der sogenannten Nutella-Bande. Die Gruppe gehörte zu den großen Zuhälterbanden der damaligen Reeperbahn. Und hier ging es nicht um ein paar kleine Kneipen. Es ging um ein riesiges Geschäft. Hunderte Frauen arbeiteten damals im Rotlichtmilieu für verschiedene Gruppen. Die Nutella-Bande kontrollierte Teile dieses Geschäfts. Und natürlich ging es um Geld, aber vor allem ging es um Reviere. Wer durfte wo arbeiten? Wer kassierte? Wer hatte das Sagen? Und was passierte, wenn jemand diese Regeln nicht akzeptierte? Dann wurde es gefährlich. Anfang der 1980er Jahre eskalierte der Kampf zwischen verschiedenen Gruppen. Schießereien und Morde erschütterten den Kiez. Klaus Barkowski wurde dadurch zu einer der bekanntesten Figuren dieser Zeit. Später zog er sich aus dem Milieu zurück und arbeitete als Künstler. Er starb 2023. Seine Geschichte ist heute fast schon legendär. Aber wenn man genauer hinsieht, war die Realität dahinter alles andere als glamourös. Hinter den teuren Autos und dem Nachtleben standen Gewalt, Ausbeutung und Angst. Platz 4. Thomas Ho, Karate Tommy Born. Wenn man über die brutale Seite der alten Reeperbahn spricht, darf ein Name nicht fehlen. Thomas Born, Karate Tommy. Born war der starke Arm der Nutella-Bande. Und sein Ruf war enorm. Er war Kampfsportler und besaß unter anderem den schwarzen Gürtel. Auf dem Kiez war er für die sogenannte Abteilung Stress zuständig. Das bedeutete im Grunde, wenn es Probleme gab, wurde Born geschickt. Die Nutella-Bande kontrollierte damals zahlreiche Geschäfte im Rotlichtmilieu. Born selbst sprach später von rund 120 Frauen in 11 Geschäften sowie weiteren Betrieben. Und er sagte, dass es damals teilweise jeden Monat eine Schießerei gegeben habe. 1982 kam es zu einer besonders brutalen Auseinandersetzung. Born wurde schwer angeschossen. 2 Männer aus seinem Umfeld überlebten den Schusswechsel nicht. Doch Born überlebte und seine Karriere im Milieu ging weiter, bis eine Frau, die für ihn gearbeitet hatte, zur Polizei ging. Sie berichtete über Gewalt. Diese Aussage war entscheidend. Born wurde schließlich wegen Zuhälterei und Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt. Später versuchte er sich als Schauspieler, aber der Ruf aus seiner Vergangenheit blieb. Thomas Born starb 2015. Seine Geschichte zeigt, wie die Reeperbahn damals funktionierte. Gewalt war nicht irgendein Nebeneffekt des Geschäfts. Sie war für manche Gruppen ein Teil des Geschäftsmodells. Platz 3. Wiener Peter Nusser. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, dessen Geschichte direkt mit einigen der brutalsten Morde auf St. Pauli verbunden ist. Josef Peter Nusser. Auf dem Kiez bekannt als Wiener Peter. Nusser war eine wichtige Figur im Hamburger Rotlichtmilieu. Er betrieb Bordelle und hatte Verbindungen zu verschiedenen Gruppen. Doch sein Name wurde vor allem wegen eines Mannes berüchtigt, Werner Pinzner, ein Auftragskiller. Pinzner wurde später als einer der gefürchtetsten Männer der Hamburger Unterwelt bekannt. Und die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Nusser hinter mehreren Auftragsmorden stand. Es ging um Konkurrenten, Menschen, die zu viel wussten, Menschen, die Probleme machten oder einfach um Personen, die im Weg standen. Mehrere Männer wurden getötet. Die Gewalt eskalierte immer weiter. Nusser wurde schließlich festgenommen und später verurteilt. Seine Geschichte ist deshalb so wichtig, weil sie zeigt, wie das System funktionierte. Der Boss musste nicht selbst abdrücken. Er konnte jemanden anderen schicken.
Und genau dafür gab es Leute wie Pinzner. Doch damit sind wir schon bei Platz 2. Platz 2, Giuseppe M. Dieser Name ist deutlich weniger bekannt als die Berliner Clan-Bosse. Aber genau deshalb ist seine Geschichte interessant. Giuseppe M. wurde im sogenannten Pollino-Verfahren zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Das Verfahren gehörte zu den größten Mafia-Prozessen, die Deutschland bisher erlebt hat. 2025 wurde Giuseppe M. vom Landgericht Duisburg zu 11 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Der Vorwurf: Handel mit mehr als 100 Kilogramm Kokain. Aber es ging noch um mehr. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Giuseppe M. Mitglied der 'Ndrangheta war. Genauer gesagt einer Organisationseinheit aus San Luca in Kalabrien. Das ist deshalb historisch wichtig, weil deutsche Gerichte die Existenz der 'Ndrangheta als kriminelle Vereinigung in Deutschland nur sehr selten ausdrücklich festgestellt haben. Und genau hier sieht man die andere Seite der Mafia. Nicht die Typen mit Maschinenpistolen auf der Straße. Nicht die Gangster mit Goldketten, sondern Menschen, die jahrelang unauffällig wirken können. Restaurant, Geschäfte, Kontakte, Familie, Geld und irgendwo dahinter ein internationales Netzwerk. Das ist eine der größten Stärken der 'Ndrangheta. Sie muss nicht ständig auffallen, im Gegenteil. Je weniger man über sie spricht, desto besser. Platz 1. Wilfried Frieda Schulz. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Wilfried Schulz, bekannt als der Pate von St. Pauli. Schulz war nicht irgendein Zuhälter. Ende der 1960er Jahre wurde er zum mächtigsten Mann der Reeperbahn. Er verdiente sein Geld mit Prostitution und Glücksspiel. Er betrieb Nachtclubs und Stundenhotels. Und gleichzeitig baute er Kontakte auf, die weit über Hamburg hinausgingen. Auch zur US-Mafia. Schulz trat dabei nicht unbedingt wie der klassische Gangster auf. Im Gegenteil. Er trug teure Anzüge, Krokodillederschuhe. Er wollte wie ein Geschäftsmann wirken. Und genau das machte ihn so interessant. Für die Polizei war irgendwann klar, hier geht es nicht mehr nur um einzelne Zuhälter. Hier entsteht eine organisierte Struktur. Die Hamburger Polizei gründete deshalb Anfang der 1980er Jahre die Fachdirektion 65, eine Spezialeinheit gegen organisierte Kriminalität. Und Schulz wurde zu einem der wichtigsten Ziele. Die Ermittler sammelten Informationen. Sie setzten verdeckte Ermittler ein, sie überwachten Telefone und sie arbeiteten sogar mit dem FBI zusammen. 1982 kam schließlich der große Zugriff. Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Schulz wurde festgenommen. Die Ermittler stellten umfangreiche Unterlagen und weitere Beweismittel sicher. Doch der entscheidende Punkt war: Die Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung konnte nicht durchgesetzt werden. Schulz wurde schließlich unter anderem wegen Förderung der Prostitution, Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Trotzdem war sein Einfluss enorm. Denn über Jahre hatte er gezeigt, wie man ein kriminelles Geschäft wie ein Unternehmen aufbauen konnte. Und genau deshalb ist Wilfried Schulz für mich die passendste Nummer 1. Nicht, weil er der gefährlichste Mensch Deutschlands gewesen wäre, sondern weil er einer der Männer war, die gezeigt haben, wie organisiert die deutsche Unterwelt bereits damals war. Wenn man diese 10 Namen miteinander vergleicht, fällt etwas auf. Die deutsche Unterwelt hat sich verändert. In den 1970ern und 1980ern ging es auf der Reeperbahn um Bordelle, Glücksspiel und Reviere. Später kamen Rockergruppen, dann wurden Berliner Clanstrukturen immer bekannter. Und gleichzeitig bauten internationale Organisationen wie die 'Ndrangheta ihre Netzwerke in Deutschland weiter aus. Aber eines ist gleich geblieben: Geld und Macht. Die Methoden haben sich verändert. Früher wurde ein Konkurrent vielleicht auf der Straße bedroht. Heute kann Geld über mehrere Länder verschoben werden. Früher wurde ein Bordell kontrolliert.
Heute können Firmen, Immobilien und internationale Geschäftsbeziehungen Teil eines kriminellen Netzwerks sein. Und genau deshalb ist organisierte Kriminalität so schwer zu bekämpfen. Denn die gefährlichsten Strukturen sehen nicht immer gefährlich aus. Manchmal sieht der Mann mit dem größten Einfluss nicht aus wie ein Gangster. Vielleicht sitzt er in einem Restaurant. Vielleicht fährt er einen teuren Wagen. Vielleicht besitzt er mehrere Firmen. Und vielleicht weiß niemand, woher das Geld wirklich kommt. Die Namen in diesem Video gehören zu unterschiedlichen Zeiten und ganz unterschiedlichen Milieus. Einige wurden schwer verurteilt. Andere wurden von schweren Vorwürfen freigesprochen. Und bei manchen Fällen wissen wir bis heute nicht alles. Aber eines ist sicher: Die Geschichte der deutschen Unterwelt ist viel größer als das, was man in den Nachrichten sieht. Und vielleicht ist genau das der gefährlichste Teil daran. Denn wenn man ein kriminelles Netzwerk erst erkennt, wenn es überall Schlagzeilen macht, kann es längst viel größer sein, als man gedacht hat.